Und öffne unsere Herzen und Ohren, dass wir das empfangen können, was du für uns hast. Thank you that you sent your son. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast. And thank you that you left us with your word and your spirit. Und danke, dass du uns dein Wort hinterlassen hast. And we ask that your spirit would bring this word to life. Und wir beten, dass dein Geist dieses Wort lebendig macht. That you'd mold us into the people you want us to be. Und form uns in das Volk, wie du es haben möchtest. We ask it in Jesus' name. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Well, welcome if you're joining us online this morning. Herzlich willkommen, wenn ihr übers Internet uns zuschaut. And a warmer welcome if you're here in person. Und noch ein herzlicheres Willkommen, wenn ihr persönlich hier seid. Okay, we are going to continue our study through Matthew's Gospel this morning. Wir machen weiter mit unserem Studium durchs Matthäus-Evangelium heute Morgen. And as Manfred found out when he was looking up on his phone earlier on, we're in Matthew 14 this morning. Und so wie ich herausgefunden habe, wo ich vorher das angeschaut habe, wir sind in Matthäus Kapitel 14. So I have to keep checking because I never remember where I've ended. So ich muss das immer wieder einfach prüfen, weil ich weiß nie, wo ich fertig geworden bin. And I know that there's plenty of you that say you remember perfectly when it ended because you were so relieved. Und ich weiß, es gibt viele von euch, die können sich total daran erinnern, also wo ich stehen geblieben bin, weil ihr seid voll dabei. Matthew chapter 14 begins with a bit of a change of direction and a change of focus. Matthäus 14, das beginnt mit einer Richtungsänderung und auch, wo die Zielrichtung woanders hingeht. And those of you that are read ahead, I know you're excited about this morning. Diese, die schon vorausgelesen haben, ich weiß, ihr seid schon ganz aufgeregt heute Morgen. And you just come to find out more about Herod's family tree. Und ihr seid gekommen und werdet ein bisschen mehr herausfinden über den Stammbaum von der Familie von den Herodesen. So verse 1 we read, at that time Herod the Tetrarch heard of the fame of Jesus. So lesen wir in Vers 1. Zu jener Zeit hörte der Vierfürst Herodes das Gerücht von Jesus. Herod. Herodes. Now, if you've read anything of the New Testament, you've come across that name. Wenn du irgendwas gelesen hast aus dem Neuen Testament, wirst du diesen Namen auch hören oder der wird dir begegnen. But if you read deeper into the New Testament, Aber wenn du tiefer hineinliest in das Neue Testament, you'll find there's more than one Herod. dann findest du heraus, es gibt mehr als nur einen Herodes. The New Testament actually covers 4 generations. Das Neue Testament deckt circa 4 Generationen ab. And it all begins with Herod the Great. Und es fängt alles an mit Herodes dem Großen. Now, he's the one where everybody goes, boo. Und er ist der eine, wenn der erwähnt wird, dann sagen alle Buh. You know, he's the one who's responsible for the slaughter of the babies in Bethlehem. Er ist derjenige, der verantwortlich ist für das Schlachten der Babys in Bethlehem. He was appointed to have reign over the whole country. Und er wurde eingesetzt, dass er regieren sollte über das ganze Land. He tried to establish himself as the king of the nation. Er hat sich versucht, so hinaufzuarbeiten oder einzurichten als der König von der ganzen Nation. But he died not long after the birth of Jesus. Aber er ist nicht lange nach der Geburt von Jesus dann gestorben. And then if you follow his family line, Und dann, wenn du seiner Familienlinie nachfolgst, it's like one of the soap operas. es ist so ähnlich wie diese Seifenopern. You know, there are people who come out of the woodwork. Das sind Leute, die kommen so aus dem Gehölz heraus. First of all, he had some wives. Zuallererst, er hatte ein paar Frauen. Depends who you read as to how many. Es hängt davon ab, wen du liest, was du liest, wie viel er wirklich hatte. He had at least 8 and probably 11. Er hatte mindestens 8 Frauen, wahrscheinlich 11. Now, when you get up into those sort of figures, it's understandable that you forget how many. Wenn man so hinkommt zu diesen Zahlen, dann vergisst man auch, wie viele es wirklich waren. Nearest I get to that. Das, was mir am nächsten kommt, just before I got married for the one and only time, bevor Robin geheiratet hat für das
erste und einzige Mal, my boss came to me and he said, Robin, you're doing a good thing. da kam sein Chef zu ihm und sagte ihm, Robin, du machst etwas Gutes. He said, I know I'm an expert. I've been married 3 times. Und er sagte, ich weiß das, ich bin Experte, weil ich war schon 3-mal verheiratet. Oh, of course, from that, well, I feel a lot better now. Natürlich, von dem her habe ich mich viel besser dann gefühlt. Well, 3 wasn't enough for Herod. Nun, 3 waren für den Herodes nicht genug. And the problem with having multiple wives Das Problem, wenn man mehr Frauen hat, is that you have multiple children, dass man natürlich auch viele Kinder hat. which is fine until you die. Das passt, bis man dann stirbt. And you know, children get on so well with their siblings, Und du weißt ja, wie Kinder gut zurechtkommen mit den Geschwistern. so it gets complicated. Da wird es dann kompliziert. Who is the Herod we're talking about in Matthew 14? Wer ist der Herodes, über den wir hier sprechen in Matthäus 14? Well, he is one of Herod the Great's sons. Nun, er ist einer von den Söhnen Herodes des Großen, The son of a Samaritan woman that Herod the Great married. das ist ein Sohn von einer samaritischen Frau, die Herodes der Große geheiratet hat. And he is known in history as Herod Antipas. Und er ist bekannt in der Geschichte als der Herodes Antipas. Not to be confused with Herod Archelaus, Herod Philip, Herod Agrippa, or Herod Agrippa II. Also nicht, dass man ihn vertauschen soll mit Herodes And a few others. und ein paar anderen, ja. Okay. Philipp So und we're all clear on this. Archelaus. Und wir sind alle jetzt einig da. Herod married Herodias. Herodes hat die Herodia geheiratet. He married her while she was still married to his half-brother. Er hat sie geheiratet, sie war aber noch immer verheiratet mit ihrem oder seinem Halbbruder oder ihren irgendwie. Herodias was married to Philip, Die Herodias war mit dem Philipp verheiratet. who was a son of Herod the Great, Das war auch ein Sohn von Herodes des Großen, but through a different woman, a woman who was a Jew. aber das war eine andere Frau. Diese Frau war Jüdin. Who was Herodias? Wer war die Herodias? Well, she was a daughter of another son of Herod the Great. Nun, sie war die Tochter von einem anderen Sohn vom Herodes des Großen. You can see how this soap opera idea is coming about now. Jetzt können Sie verstehen, wie diese Seifenopern-Geschichte da hineinkommt. You know, some of these families that interbreed, like who belongs to who. Das ist diese Familiensache, also wo sie sich so vermischen, also wer gehört zu wem. Herodias ran off with Herod Antipas, Herodias ist abgehauen mit Herodes Antipas. and they married, and eventually she got a divorce from her other husband, Philip. Sie haben geheiratet und dann hat sie letztendlich auch eine Scheidung erhalten von ihrem anderen Mann, von Philipp. Oh, by the way, there was another Philip who was descended from Herod the Great. Nur nebenbei, es gab noch einen anderen Philipp, auch der kam von Herodes dem Großen. We'll come to him later. Ihn werden wir dann später treffen. Herodias had a daughter from Philip, Die Herodias hat eine Tochter von Philipp and she was called Salome. und ihr Name war Salome. And you'll get her name later on too. Auch ihr Name wird uns dann später noch begegnen. So the Herod we're talking about, Herod Antipas, he was called here a tetrarch. So Herodes Antipas, der wird auch genannt ein Vierfürst. When Herod the Great died, Als Herodes der Große starb, there was a power struggle. gab es ein Machtspiel. And several of his sons made approaches to Rome in order to take over the control and the governorship of Israel. Viele von seinen Söhnen, die haben so Verbindung aufgenommen dann mit Rom und sie wollten so über ganz Israel herrschen, oder einer von denen zumindest. They were unsuccessful. Und sie hatten keinen Erfolg. And Rome divided the area up. Rom hat dieses Gebiet dann aufgeteilt And Herod Antipas was given the governorship of an area, hence the name Tetrarch.
Und dieser Herodes Antipas, dem wurde so ein Gebiet übergeben, dass er da regieren konnte. Und da kommt der Name her, Herodes der Vierfürst. It supposedly means you're governor over a quarter of the area. Es sollte heißen, er war so der Regent über ein Viertel von diesem Gebiet. At this time, in fact, there were only 2 other governors, so it was more like a third. Zu diesem Zeitpunkt waren noch 2 andere Regenten, aber es war vielmehr vielleicht ein Drittel. And he had heard of the fame of Jesus. Und er hörte auch von dem Gerücht über Jesus, über wie berühmt er war. People talk. Die Leute reden. And the renown or the gossip about Jesus had reached Herod. Und so das Bekannte, dieser Tratsch hat auch Herodes erreicht. And that's the last we're going to look at his family tree, because it's not something you want to take as an example. Okay? Und das ist so das Letzte, was wir uns so anschauen werden über seinen Familienstammbaum, weil es ist nicht etwas, was du so als Beispiel hernehmen möchtest. He said to his servants, "This is John the Baptist. He's risen from the dead, and therefore mighty works show themselves in him." Vers 1. Und er sprach zu seinen Dienern: Das ist Johannes der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. He's heard of this man traveling around, sharing the gospel and doing miracles. Er hörte von diesem Mann, er ist herumgereist, hat das Evangelium verkündigt und Wunder getan. And he says to his servants, this has got to be John the Baptist come back from the dead. Und er sagte seinen Dienern, das muss wohl Johannes der Täufer sein und der ist aus den Toten auferstanden. And Matthew then gives us a sort of a brief summary of what's happened. Matthäus gibt uns dann so eine kurze Zusammenfassung, was passiert ist. But at this point, I ask myself a question. How did we know what Herod said to the servants? Zu diesem Zeitpunkt, wie können wir wissen, was Herodes seinen Dienern sagte? Well, first of all, what he said, he spoke to his employees rather than the slaves that served him. Zuallererst, er sagte das seinen Arbeitern oder Angestellten und nicht seinen Sklaven. So this is like his household managers. So es geht darum, die so über sein ganzes Haus bestellt waren. And we've got an opportunity here to look at the way that the Gospels work together. So haben wir jetzt die Möglichkeit, uns das anzuschauen, wie die Evangelien jetzt auch so funktionieren. If we were to turn to Luke's Gospel, wenn wir zum Lukas-Evangelium gehen würden, there's a point at the beginning of Luke chapter 8, da gibt es einen Zeitpunkt in Lukas Kapitel 8, where Luke describes the women that were following Jesus. Da beschreibt Lukas die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. And in verse 3 he describes 2 women. In Vers 3 beschreibt er 2 Frauen. And he says one of them was called Johanna. Bei der einen sagt er, sie hieß Johanna. And she was the wife of a man called Chusa. Und sie war die Frau von einem Mann namens Chusa. Luke tells us that man was Herod's house manager. Und im Lukas-Evangelium wird uns gesagt, das war der Mann, der so das Haus über hatte vom Herodes. So one of the men that was working directly for Herod in one of his palaces. So einer der Männer, der direkt gearbeitet hat im Palast. His wife was a follower of Jesus. Seine Frau war eine Nachfolgerin von Jesus. And Luke also tells us that she was one who provided for Jesus out of their means. In other words, out of the money that she had. Und sie hat auch so Geld gespendet, also von dem, was sie hatte. And you can imagine when you're married to a guy that's serving the king, you're going to be fairly wealthy. Und man kann sich vorstellen, wenn man mit einem verheiratet ist, der dem König dient, dann muss die ziemlich reich gewesen sein. And this is one way where we could know what Herod was saying to his servants. Und das ist eine Art, wie wir wissen könnten, was Herodes seinen Dienern sagte. Matthew doesn't tell us that directly. Matthäus sagt uns das nicht direkt. Luke tells us as a sort of
in connection with something else. He's talking about the women that are serving Jesus. Und Lukas sagt uns das auf eine andere Art, also über diese Frauen, die Jesus gedient haben. It's one of those sort of almost invisible ways that the Gospels join themselves together. Das ist eines der unsichtbaren Wege, wie die Evangelien zusammen verbunden werden. Matthew explains why Herod is making these statements. Matthäus erklärt uns, warum Herodes diese Aussagen macht. Verse 3, he said, Herod had seized John and bound him and put him in prison because of Herodias. Und im Vers 3 lesen wir, denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Because John had been saying to him, it's not lawful for you to have her. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. John was never afraid of speaking the truth. Johannes hatte niemals Angst, die Wahrheit zu sagen. And as he was there baptizing people in the Jordan River, Während er da war und hat die Leute getauft im Jordan, he spoke the truth to everyone who came. so sprach er die Wahrheit zu allen, die gekommen sind. And he spoke out about the actions of Herod Antipas, Und er sprach so über die Handlungen, über was der Herodes Antipas gemacht hat. that he would take his brother's wife Also, dass er die Frau seines Bruders genommen hat and make her his own wife. und hat sie zu seiner Frau gemacht. That was directly against the law of the Jews. Das war ganz direkt gegen das Gesetz der Juden. It would have been frowned upon even in Roman society. Auch in römischer Gesellschaft wäre das eine Schande gewesen. But Herod Antipas was trying to identify himself with the people. Aber Herodes Antipas versuchte sich mit dem Volk zu identifizieren. John had no problem in facing him off and saying, that's against the law. Johannes hatte kein Problem, ihn ins Gesicht zu sagen. Also was er gemacht hat, dass das gegen das Gesetz ging. It's not right. Das ist nicht in Ordnung. And you'll find that if you look through the books of Moses. Und man findet das auch heraus, wenn man durch die Bücher von Mose liest. Matthew tells us also in verse 5, Matthäus sagt uns auch im Vers 5, though he wanted to put him to death, as Herod wanted to put John to death, he feared the people. also da heißt, und er wollte ihn töten, das heißt, und Herodes wollte ihn töten, er fürchtete aber die Volksmenge, Because they held him to be a prophet. denn sie hielten ihn für einen Propheten. And this exposes the weakness of the authority of Herod Und das zeigt so die Schwäche von der Autorität des Herodes. and so many other political leaders that we read of in the scripture. Und so viele andere politischen Führer, über die man in der Schrift liest. Some of them identify as being religious, Manche behaupten oder identifizieren sich als religiös, but again and again we see that they're fearful of the people rather than God. aber man sieht das immer und immer wieder, dass sie mehr Angst vor den Menschen oder den Volksmengen hatten als vor Gott. And here, of course, people identified John as being a prophet, Und hier natürlich die Leute, die haben den Johannes als einen Propheten angesehen. which was the challenge that Jesus put to the Pharisees, wasn't it? Und das war die Herausforderung, was Jesus den Pharisäern gegeben hat. If John's a prophet, why don't you do what he says? Wenn Johannes ein Prophet ist, warum habt ihr dann nicht das getan, was er sagt? Matthew goes on, when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before the company and pleased Herod. Als nun Herodes seinen Geburtstag beginnt, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Herod had already been enamored by Herodias, who was the daughter of one of his half-brothers. So Herodes, der war schon bezaubert von der Frau von seinem Bruder oder seinem Halbbruder. And then he's enamored by this woman's daughter. Und jetzt ist es auch die Tochter von dieser Frau, die er gemocht hat. So much so that he promised with an oath to give her whatever she would ask for. Und es ging so weit, er hat ihr versprochen, mit einem Eid zu geben, was auch immer sie fordern würde.
And we read verse 8, prompted by her mother, she said, give me the head of John the Baptist here on a plate. Und da lesen wir in Vers 8, da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. And the king was sorry, but because of his oaths and his guests, he commanded it to be given. Und der König wurde betrübt, doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er es zu geben. He sent and had John beheaded in the prison, and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. And alongside this, we have the writings of Josephus, a Roman Jewish historian of this time. Und so nebenbei haben wir noch so die Geschichte von Josephus, das war ein Geschichtsschreiber zur Zeit von damals. And he speaks to us that John was held in prison in Machaerus, the palace that Herod the Great had built, the other side of the River Jordan. Und er wurde festgehalten, der Johannes der Täufer, in diesem Palasttempel Gefängnis, was Herodes der Große gebaut hat. Das war auf der anderen Seite vom Jordan. And that Herodias' daughter involved here was called Salome. Und die Tochter vom Herodes, die hier erwähnt wird, die hieß Salome, hat auch Josephus geschrieben. And this is the reason why Herod, now gained by his sort of conscience, is hearing about Jesus but saying this is John the Baptist come back to life. Und deshalb eben, also ist der Herodes überführt. Er hört, das ist Jesus, aber er sagte, das ist Johannes der Täufer und der ist wieder vom Toten auferstanden. In his superstition, someone could be brought back to life and would have miraculous powers. Und in seinem Aberglauben konnte jemand so zum Leben wieder kommen, zurückkommen, und dann hat er so übernatürliche Kräfte. Verse 12, when his disciples came and took the body of John and buried it, they went and told Jesus. Vers 12, und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. And when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a desolate place by himself. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einem einsamen Ort zurück. What a sad end to this wonderful life of John the Baptist. Was für ein trauriges Ende zu diesem wundervollen Leben von Johannes dem Täufer. First of all, to be imprisoned and forgotten about. Zuallererst wurde er eingesperrt und vergessen. And then to lose his life over such a trivial thing. Und dann hat er sein Leben verloren über so etwas Lächerliches. A drunken party. Da ist so eine Party, wo alle betrunken waren. For Jesus, für Jesus, he's a man. Er ist auch ein Mensch. And he's affected with this situation. Und das hat sich auf ihn ausgewirkt, diese Situation. John the Baptist was one who grew up alongside Jesus. Johannes der Täufer war einer, der so mit Jesus gleichzeitig aufgewachsen ist. They were only a matter of months apart in age. Sie waren nur ein paar Monate auseinander im Alter. They were related. Sie waren verwandt. And right from the very beginning, und so genau schon von Anfang an, there was an identification between them. haben sie sich identifiziert auch. As John was the one who was to prepare the way for the coming of Jesus. Weil Johannes sollte den Weg vorbereiten für das Kommen von Jesus. Marking almost the end of the Old Testament prophets. Und er hat fast so das Ende von den alttestamentlichen Propheten auch hier abgeschlossen oder gekennzeichnet. As Jesus was the one who would come to fulfill so many of those prophecies. Weil Jesus war der eine, der so viele von diesen Prophetien erfüllen sollte. And impacted by the news of his death. Und dann hatte das eine Auswirkung, also diese Nachricht von seinem Tod auf Jesus. Jesus leaves his place on the shore in the boat and finds a desolate place by himself. Und Jesus findet seinen einsamen Ort nur für sich selbst. But then when the multitudes who were following heard of where he'd come to rest, als die Volksmenge dann es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. They followed him on foot.
So, sie folgten ihm zu Fuß. They were following him round the lake as they heard where he landed in different places. So haben sie ihm immer wieder gefolgt oder sind sie ihm gefolgt, wo er beim See dann sich einfach niederließ. And Matthew tells us that then when he went ashore, he saw this huge crowd. Matthäus sagt uns dann, als Jesus am Ufer war, sei diese riesige Volksmenge. And we can't really overestimate the numbers of people that followed him. Und wir können das nie unterschätzen, also die Menge, diese Volksmenge, die nachgefolgt ist. The Greek word here is repeated twice to give you this. It wasn't just many people, it was many, many people. Das griechische Wort wird hier zweimal wiederholt. Es waren nicht nur viele Leute, sondern viele, viele Leute. And despite his own sadness at the news, Und trotz seiner Traurigkeit von dieser Nachricht, we're told in verse 14 that he was moved with compassion. so wird uns gesagt in Vers 14, dass er sich erbarmt hat. He healed them. Er hat sie geheilt. Healed all that was sick. Er heilte alle, die krank waren. But then as it came to the end of the day, Aber dann, wo der Tag zu Ende ging, the disciples come to him and say, this is a desolate place and the day is over. so kamen seine Jünger zu ihm und sprachen, das ist ein einsamer Ort und der Tag ist schon fast vorbei. The sun is going down. It's only a short time before they're plunged into darkness. Also die Sonne geht schon unter und es braucht nur mehr wenig Zeit, bis es finster wird. And the disciples, they're pragmatic. They say, send the people away to go into the villages surrounding and buy food for themselves. Und die Jünger waren sehr pragmatisch und sagten, dass er sie wegschicken soll in die Dörfer, dass sie dort Speise kaufen können. What a sensible thing to do. Wie sensibel, was sie da gemacht haben. Verse 16, Matthew says, but Jesus said. In Vers 16, da sagt uns der Matthäus, Jesus aber, So the disciples come up with this sensible plan. so die Jünger, die haben sich jetzt diesen sensiblen Plan einfallen lassen. There's something happening here, and to avoid a crisis, let's do something sensible. Da passiert etwas hier und dass es nicht zu einer Krise kommt, lass uns etwas Sensibles jetzt planen oder machen. And that's our approach to life very often. Und so gehen wir auch das Leben sehr oft an, wir. But it's not the plan of Jesus. Aber das ist nicht der Plan von Jesus. But Jesus said they do not need to go away. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. You give them something to eat. Gebt ihr ihnen zu essen. The disciples have recognized what's happening, So die Jünger, die haben gemerkt, was hier los ist. and now Jesus gives them the opportunity to resolve the problem. Und jetzt gibt ihnen Jesus die Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. You feed them. Gebt ihr ihnen zu essen. Now, later on, we're going to see the size of this crowd. Und später werden wir dann die Größe von dieser Volksmenge auch sehen, also wie viele es da waren. 5,000 men, plus women, plus children. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. The disciples have between them 5 loaves and 2 fishes. So, die Jünger hatten unter sich 5 Brote und 2 Fische. You can see the problem coming. So, ihr könnt jetzt das Problem sehen. Oder, What do you do at that point? was macht man zu so einem Zeitpunkt? You bring it to Jesus. Man bringt das zu Jesus. And Jesus tells them what to do. He says, bring them to me. Und Jesus sagt ihnen, was sie tun sollen. Bringt diese zu mir. And with the disciples, he commands that the multitude should sit down on the grass. Und so sagt Jesus den Jüngern, dass diese Volksmengen sich am Gras lagern sollten. Did I say grass then? Habe ich gesagt Gras? I meant grass. Ich meinte Gras. Grass is what you say in northern England. Aha, das sagt man im Norden von England. It's my wife. She's ruined me. Seine Frau hat ihn erinnert. Oder Gras. ermahnt. Oder? Grass. So he organizes the people to sit down, and they sit down in groups. So hat das organisiert, dass diese Leute sich da lagern, so in Gruppen sollen sie sich lagern. He takes
the 5 loaves and the 2 fish, So nimmt er diese 5 Brote, die 2 Fische, and he looks up to heaven. und er schaut zum Himmel hinauf. And this is for the benefit of those around him, by the way. Und das ist auch zum Nutzen für die, die um ihn herum waren. He's looking for to demonstrate that this is the involvement of heaven come to earth. So er möchte hier das zeigen, da ist wirklich der Himmel daran beteiligt und das kommt jetzt zur Erde runter. He blessed and he broke. Er hat das gesegnet und dann die Brote gebrochen And he gave the loaves to his disciples. und er gab diese Brotlaibe seinen Jüngern. So he asks a blessing on the bread. So er bittet um einen Segen über das Brot And then he begins to break it and he gives the pieces to his disciples. er beginnt das zu brechen, gibt diese Stücke seinen Jüngern And his disciples to the multitude. und seine Jünger gaben das dann den Volksmengen. And understand or observe the process here. So man muss jetzt diesen Prozess hier verstehen. We have this huge need. Es gibt diese riesige Not. There's no way that we have the resources to meet the need. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass man diese Ressourcen hat, um diesen Nöten zu begegnen. Bring what you have to me. Bringt, was ihr habt, zu mir. So they bring the food. So bringen sie das Essen. And he organizes things. Und er organisiert diese Dinge. This isn't a free-for-all. It isn't, come and grab what you want. Das ist nicht so gratis für alle. Kommt, esst, was ihr wollt. It organizes people to sit down in groups. Er organisiert die Leute, dass sie sich so in Gruppen hinsetzen. And then Jesus takes the resources. Und jetzt nimmt Jesus diese Ressourcen, was sie da haben. He brings a blessing from heaven. Er bittet einen Segen vom Himmel. And he breaks up those resources. Und er bricht dann diese Ressourcen oder zerbricht diese Ressourcen oder teilt sie auf. Gives them to his disciples. Gibt diese seinen Jüngern And his disciples give them to the multitude. und seine Jünger geben das dann den Volksmengen. And you know the story. Und ihr kennt Everyone ja ate. die Geschichte. Alle haben gegessen. Everyone was filled. Alle waren satt. And they took up the remnants Und sie haben die Überreste dann aufgehoben oder eingesammelt. and they ended up with more than what they started with. Und sie haben sie mehr gehabt, als sie von Anfang an hatten. But the process Aber dieser Prozess, that we give what we have to Jesus, dass wenn wir das geben, was wir haben, zu Jesus, he brings heaven into those resources. dann bringt er den Himmel in diese Ressourcen hinein. And the resources are broken up. Und die Ressourcen, die sind so zerbrochen. Nobody said, hey, Jesus, no, not that loaf, that's my favorite. Und so hat niemand gesagt, hey Jesus, das ist mein Lieblingsbrotleib, nicht diesen. But Jesus doesn't give it to the multitudes. Aber Jesus gibt das nicht den Volksmengen. He gives it back to his disciples. Er gibt das wieder seinen Jüngern zurück. And they feed the multitude. Und die speisen diese Volksmengen. Now, Jesus didn't give a huge bag of bits to Peter and say, here, go and feed 5,000 people. Nun, Jesus hat nicht den Petrus einen riesigen Sack gegeben und hat gesagt, jetzt kannst du diesen 5.000 Leuten zu essen geben. He gave them enough that they could carry. Er gab ihnen genug, was sie tragen konnten. And they handed that off and came back for more. Und die haben das dann so ausgeteilt und kamen noch mit mehr zurück, Until everyone was filled. bis alle satt waren. Now, we're familiar with the story. Nun, wir kennen ja alle diese Geschichte. But that principle Aber dieses Prinzip of process, bringing things to Jesus, und diesen Prozess, dass man Dinge zu Jesus bringt, that he might bless them dass er sie segnet and then give them back to us, und dann gibt er sie uns zurück, that we might give them to those in need. dass wir dieses denen in Not geben. It's repeated throughout Scripture in different ways. Das wird immer wiederholt, so durch die Schrift, auf eine verschiedene Art. Back in the book of Exodus, Im 2. Buch Mose, we see that Moses is God's chosen person. so sieht man, dass Mose derjenige war, den Gott auserwählt hat, But he has to undergo some really tough training. aber er hat so wirklich ein hartes Training oder eine Schulung, die er machen muss. And there's one point when God says to him, what have you got in your hand?
Und da gibt es so eine Situation, wo Gott ihn fragt, was hältst du in der Hand? And he had his staff, Und er hatte seinen Stab, the tool that he used for controlling the sheep. das Werkzeug, was er verwendet hat, um die Schafe zu kontrollieren. That's all he had. Das ist alles, was er hatte. How was he going to bring, 1 million people out of slavery in Egypt with a staff? Wie würde er 1 Million von Menschen aus der Sklaverei aus Ägypten herausführen? Nur mit einem Stab? But the Lord said, throw it down on the ground. Und so sagte ihn der Herr, wirf den Stab auf die Erde oder diesen Stock. And God did something with that staff. Gott hat etwas mit diesem Stock gemacht. And he even asked Moses to pick it up while it was a snake at that point. So hat Gott dem Mose gesagt, er sollte das wieder aufheben. Das war aber eine Schlange zu diesem Zeitpunkt. Moses may have said, I didn't want to raise sheep in the first place, but I'm certainly not going to pick up a snake. Und so hat wahrscheinlich der Mose gesagt, ich wollte gar nicht die Schafe züchten von Anfang an und ich werde gewiss keine Schlange aufheben vom Boden. What God did with the symbol of his resources, Aber was Gott mit dem Symbol von seinen Ressourcen gemacht hat, that became something special in the departure of the people from Israel. das from wurde Egypt. etwas ganz Besonderes, als die Israeliten aus Ägypten auszogen. What's God asking of you? Was möchte Gott von dir haben oder von uns? What are your resources? Was sind deine Ressourcen? Maybe they're irrelevant. Vielleicht haben sie keine Bedeutung. They're certainly inadequate. Sie Not sind enough. nicht genug. Yeah. Maybe you think they are. Aber vielleicht denkst du dir, die sind das. Maybe you think that you're God's gift to this world. Vielleicht denkst du dir, du bist das Geschenk Gottes für diese ganze Welt. And you have the resources to be, the next great preacher who's going to bring millions to the Lord. Und du hast die Ressourcen, dass du der nächste große Prediger bist, um Millionen zum Herrn zu führen. But I think, like most people, you're probably thinking, what can I do? Aber ich denke, so wie die meisten Leute denkst du dir, was kann ich schon tun? You might have some good ideas. Vielleicht hast du gute Ideen. There's plenty of good ideas in the church. Es gibt genug gute Ideen in der Kirche. They can organize people. Sie können Leute organisieren. We organize you. Wir organisieren euch. You have to be here at 10 o'clock. Ihr müsst hier um 10 Uhr sein, because that's when the food is ready. weil das Essen ist bereit um 10 Uhr. There's always a midweek study at 7:30. Es gibt immer wieder eine Bibelstunde unter der Woche 19:30 Uhr. Why is it always 7:30? Warum ist das immer 19:30 Uhr? Maybe that's the time that Jesus ate his evening meal. I don't know. Vielleicht ist das Zeit, wo Jesus Abend gegessen hat. Ich weiß es nicht. There's nothing wrong with organization. Es ist nichts Falsches an Organisation. It kind of makes things easier to deal with. Es macht Dinge einfacher, also dass man damit dann umgehen kann. But that's its only purpose. Aber das ist der einzige Grund. The ministry and the food needs the blessing of God. So der Dienst und das Essen, das braucht den Segen von Gott. It needs to be brought to Jesus. Es muss zu Jesus gebracht werden. Whatever your resources are, So was immer deine Ressourcen sind, whatever the need is, was immer die Not ist, you can't meet it yourself. du kannst dem nicht von dir aus selbst begegnen. You need to bring your resources to Jesus Du musst diese Ressourcen zu Jesus bringen. and then do what he tells you. Und dann tust du das, was er damit zu dir sagt. And only then will the people be fed. Und nur dann, oder wirklich nur dann, werden Leute dann etwas davon haben oder gefüllt oder gespeist werden. What happened then? Was passiert danach? Everybody had ate. Alle haben gegessen Immediately, und dann heißt es, und sogleich oder sofort Jesus gets back into the boat steigt Jesus wieder in das Schiff and sends the people away. und schickt die Volksmengen weg oder entlässt sie. It's surprising how many times we read that Jesus sends people away. Es ist überraschend, wie oft wir lesen, dass Jesus Leute weggeschickt hat. That he has met their immediate needs. Aber er hat ihren Nöten, ist er begegnet, die es gegeben hat.
And now there are other important things to attend to. Und jetzt gibt es andere wichtige Dinge, denen er sich jetzt hingeben muss. But we'll read about those next week. Aber das werden wir nächste Woche dann lesen. So Lord, we just pray now that you would bless your word to us. So Herr, wir beten, dass du dein Wort für uns jetzt segnest. Lord, you know, what we have in our hands just doesn't seem to be enough for the need. Herr, es schaut so aus, was wir in unseren Händen haben, dass es nicht genug ist für die Not, für die Nöte. Pray you'd help us to put our good ideas aside Wir beten, dass du uns hilfst, unsere guten Ideen zur Seite zu legen and bring what we have to you, und dass wir das bringen zu dir, was wir haben. and then stand back and see you do something with them. Und dass wir zurücktreten und dann schauen, wie du etwas machst damit. I ask, Lord, that every heart here this morning So bete ich, Herr, dass jedes Herz hier heute Morgen would be willing to come to you willig ist, zu dir zu kommen and say, would you use me to feed the people? und dass sie sagen, Herr, möchtest du mich verwenden, um das Volk zu speisen? To just in some way meet their need of this day. Nur auf irgendeine Art, dass ich deren Nöte heute begegnen kann. That you, Lord, will be glorified among us. Und Herr, dass du unter uns verherrlicht wirst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.